Das ist der Lernprozess. Wenn du jetzt die ganzen Zahlen gibst, du fragst, du gibst gleich die Antwort. Ist der Lernprozess weg. Ich glaube, es war in Kärnten an einem dieser schönen Badeseen. Da hat meine Tochter auf der Wiese davor ausprobiert, wie das so geht mit dem Hose anziehen. Sie war damals 2,5 Jahre alt und die Hose war viel zu groß. Das war nämlich meine. Ihre Mama hat diese Fotos gemacht, aber auf eines hat sie geachtet. Sie hat sie nicht gestört. Jetzt könnte man sagen, boah, das ist aber gemein. Ich meine, jetzt quält sich dieses arme Kind. Oder Sie sagen vielleicht sogar zu dem Kind, schau mal her, so geht das. Oder Sie meinen es sogar noch besser und sagen so etwas wie, so geht das nicht, die Hose ist ja viel zu groß. Und außerdem, ich habe diesen gesamten Lernprozess einmal auf diese Wäscheleine aufgehängt. Da vorne haben wir die Frage, das Problem. Da hinten haben wir die Lösung, die Antwort. Und schauen Sie mal, wie stolz sie dabei ist. Ja, sie hat es geschafft und ich habe auch was dabei gelernt. Es geht schon. Als 2,5-Jährige kann man die Hose vom Papa anziehen. Aber worum geht's mir? Hätten wir damals die Frage erkannt am Anfang und hätten wir ihr gleich sofort die Lösung gegeben, hätten wir sie eigentlich um diesen gesamten Lernprozess betrogen. Es gibt im Lernmediendesign ein Modell, wie ich in Wahrheit diesen gesamten Herleitungsprozess sogar herstellen und gestalten kann. Ein Modell, ein Herleitungsmodell, das circa so funktioniert. Es gibt Menschen, die sagen, Lernen, das besteht ganz stark aus dem Tun, so wie hier. Learning by doing, learning on the job, klingt ja auch manchmal sehr verdächtig danach. Wichtig ist natürlich im Lernen, dass ich das Tun auch immer wieder reflektiere. Und im Lernspiel würde ich dann vielleicht sogar das Vorwissen abrufen, ins Tun kommen, vielleicht sogar Varianten dazu entdecken und reflektieren, abstrahieren wieder zu dem Wissen. Und dann haben wir in Wahrheit etwas geschaffen, nämlich das Herleitungsrad eines Herrn Kolbs. Das ist das Modell, wie wir heute auch E-Learning-Drehbücher und Konzepte gestalten. Aber was hat das mit dem C-Book zu tun? Nun, zunächst hat das natürlich was mit guter Lernmediengestaltung zu tun. Ganz unabhängig, welchen Rahmen wir zum Beispiel im E-Learning dafür verwenden. Im C-Book aber haben wir einen Schalter eingebaut, der witzigerweise den Usern, den Lernern, als erstes auffällt. Der hier, der Umschalter zwischen Story Mode und Book Mode. Was sich dahinter verbirgt? Im Story Mode gehe ich den ganzen Lernweg, das Learning Experience, für meine komplette Herleitung. Im Book Mode komme ich gleich direkt zu den Antworten, zu meiner Essenz, zur digitalen Lernbuchseite, die ich dann brauche, wenn ich sehr schnell nachschlagen, querlesen oder mich schlicht weiterentwickeln möchte, zu dem Thema. Und wenn ich das mit meiner Lerngruppe oder gemeinsam mit dem Trainer tun möchte, dann mache ich das auch gleich hier, direkt im C-Book. Aber ich denke, das sollten wir noch mal vertiefen.